Worauf wartest du? Auf den Bus. Und wohin willst du? Keine Ahnung. Hauptsache weg. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und jetzt sitze ich hier, ohne zu wissen, was ich damit anfangen soll. Und ob es überhaupt das ist, was ich mein restliches Leben lang machen möchte. Was wolltest du denn erreichen? Ich habe jahrelang Rechtswissenschaften studiert und erfolgreich abgeschlossen. Aber ich war so auf mein Studium fokussiert, dass alles andere unwichtig wurde. Wenn du eine Entscheidung in deinem Leben ändern könntest, würdest du es tun? Hiermit übergebe ich das Wort an unsere Studierenden. Ich freue mich, unsere Abschlussbeste Leonie Mertens auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Frau Kaufmann. Auch ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Hinter uns liegen 7 oder mehr Jahre voller harter Arbeit und Emotion. Zu Beginn des Studiums waren wir noch viele. Alles war aufregend. Für manche sogar so aufregend, dass sie statt in der Vorlesung Völkerrecht in einem Seminar über wiederentdeckte Volkssagen landeten. Wir haben neue Leute kennengelernt, Freundschaften mit anderen KommilitonInnen geschlossen. Doch im Laufe unseres Studiums wurde aus aufregend anstrengend. Wir sind viel am Schreibtisch gesessen, haben für Prüfungen gelernt, wir haben Hausarbeiten geschrieben, das Ref absolviert und wir haben die Staatsexamen gemeistert. Und nun sind wir alle hier und wir können stolz auf uns sein. Wir alle haben es geschafft und dürfen uns fortan JuristInnen nennen. Lasst uns zusammen die Welt zu einem gerechteren Ort machen. Hey. Wir müssen reden. Ich kann das so nicht mehr. Du bist von deinem Ehrgeiz total zerfressen. Ich weiß, du möchtest dein Studium bestmöglich abschließen, aber du machst nichts anderes außer lernen. Du nimmst dir gar keine Zeit mehr für Dinge, die dir mal wichtig waren. Wann haben wir beide das letzte Mal zusammen was unternommen, ohne ein Gesetzbuch, ohne dass wir irgendeinen Fall besprochen haben? Wann hast du das letzte Mal deine Kamera in die Hand genommen, ein paar Fotos gemacht? Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Ich kann das so nicht mehr. Kannst du bitte auch was sagen? Ich verstehe dich. Aber mein Studium steht gerade an oberster Stelle für mich.
Wieder geht's für dich nur um dein Studium. Das war's mit uns. Mach's gut, Leonie. Hey, heute ist schlecht. Ich muss lernen. Stell dir mal vor, Marianne, wir hätten Weihnachten wieder so feiern müssen wie letztes Jahr, als die ganzen Corona-Lockdowns waren. Unvorstellbar. Es reicht schon, dass dieses Jahr die Weihnachtsmärkte geschlossen bleiben. Und der ganze Fernunterricht. Oh, was bin ich froh, dass ich meine ganzen Schüler wieder in Präsenz unterrichten kann. Also Homeoffice war schon sehr entspannt, aber mit den Kolleginnen im Büro ist schon was anderes. Auch wenn wir dann Maske tragen müssen. Leonie, jetzt leg doch mal die Kamera weg und setz dich zu uns. Erzähl mal, wie gefällt dir dein Referendariat? Du warst in letzter Zeit so beschäftigt. Da kannst du dir doch wenigstens Weihnachten mal ein bisschen Zeit für uns nehmen und dich mit uns unterhalten. Sag doch mal. Das Rest gefällt mir sehr gut. Ich habe so viel Arbeit, aber ich lerne noch viel. Und hier sehen Sie die Jugend von heute. Immer nur im Handy. Digga, geh weg. Ich sehe aus wie der größte Dulli. Hör auf jetzt! Zur Ruhe kommen liegt dir echt nicht. Komm! Ist ja schon gut, ich leg sie dann weg. Ihr wisst doch, dass ich das Fotografieren brauche, so als Ausgleich zur Arbeit. Hättest wohl doch mal Fotografie lernen sollen. Da wärst du... Hör auf! Safe nicht immer so beschäftigt. Ich habe mich nach reiflicher Überlegung für ein Jurastudium entschieden. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Ich weiß, ich habe wenig Zeit, aber ihr wisst auch, dass ich das Studium mit besten Noten abschließen möchte. Ja, aber ein bisschen Zeit für deine Familie kannst du schon einlegen. Und für deine Freundin eigentlich auch. Das Essen ist fertig. Was? Sie hat doch recht. Komm. Digga, gib das wieder her! Hey, du machst jetzt noch ein Bild und dann wird die Kamera die nächsten 2 Stunden nicht mehr angerührt. Was denn? Wir haben hier alles für uns alleine, weil die Städte am Lockdown sitzen und können ganz entspannt unser Dreijähriges feiern,
Und du hast nichts Besseres zu tun, als Bilder für Insta zu machen. Okay. Aber das Bild hebe ich mir für später auf. Da kommt eine richtig schöne Stelle. Dann können wir ein Bild von uns machen. Ein Jubiläumsfoto sozusagen. Klingt gut. Komm. Denn deine funkelgrünen haben mich direkt durchschaut. Da hilft kein Klagen und da hilft kein Flehen. Denn deine funkelgrünen trafen mich mitten ins Herz. Wie könnte ich ihnen nur widerstehen? Denn deine funkelgrünen Augen haben mich direkt durchschaut. Da hilft kein Klagen und da hilft kein Flehen. Denn deine funkelgrünen Augen trafen mich mitten ins Herz. Wie könnte ich ihnen nur widerstehen? Komm, wir gehen da rüber. Ach Svenny, du weißt doch, dass ich das nicht so gern mag. Aber da drüben ist viel schöner. Kommst du? Okay. Warte! Und dann hier vorne wieder. Denn deine funkelgrünen Augen haben mich direkt durchschaut. Da hilft kein Klagen und da hilft kein Flehen. Denn deine funkelgrünen Augen trafen mich mitten ins Herz. Wie könnte ich ihnen nur widerstehen? Na, wer kommt denn da zu spät? Unser Lieblingspärchen. Entschuldigung für Verspätung. Ich musste noch warten. Ich dachte schon, du hast dich für das Seminar zur neuen DSGVO eingeschrieben. Hey, was kann ich euch bringen? Ein Radler bitte. Ich bekomme bitte stilles Wasser. Okay. Ein stilles Wasser. Ich dachte, wir feiern heute. Wir haben alle das 4. Semester erfolgreich bestanden. Ja, was ist los, Leonie? Bei der letzten Prüfung warst du die Erste mit einem Bier in der Hand. Der Sepp hat mich gefragt, ob ich Fotos mache. Zu der neuen Werktour. Vom Sonnenaufgang. Und dafür ist morgen das beste Wetter. Einmal Wasser für Leonie. Und ein Radler. Kennst du die Kölner? Ich habe mit der Beziehung Abi, ist jetzt auch schon 2 Jahre her? Ja, krass, ey. Was seitdem alles passiert ist. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie euer Leben verlaufen wäre, wenn ihr euch damals für einen anderen Berufsweg entschieden hättet? Also ich nicht. Ich wusste ja schon immer, was ich machen würde. Ich übernehme die Kanzlei meiner Eltern. Das haben wir uns bei dir ja schon fast gedacht. Also ich habe auch noch nie drüber nachgedacht, was ich später werden will. Ich wusste schon als Kind, ich werde Buchhalterin. Ja, genau, Guschchen. Halt die Klappe. Du wolltest Und Leonie, wie ist das bei dir? Du fotografierst doch so viel. Wäre da nicht was für dich gewesen? Doch schon. Und warum hast du es denn nicht gemacht? Ich wollte mit dem Spaß verlieren fotografieren. Ich mache am liebsten Landschaftsbilder. Das ist aber richtig schwierig, Geld zu verdienen. Zum Beispiel lädst du deine Fotos auf Stock setzen. Und dann hoffst du, dass richtig viele Leute die Bilder kaufen. Zu einem geringen Preis. Am Ende landest du dann doch eher bei Familien- oder Hochzeitsfotos. Oder noch schlimmer, du machst Passfotos im Studio. Drinnen. Aber auf Hochzeiten arbeiten muss doch Spaß machen. Die gut gelaunten Leute, das gute Essen.
Ich wollte Sicherheit. Und außerdem hätte ich ohne das Studium euch und diese wunderbare Frau nicht kennengelernt. Und was hättest du nur ohne uns getan? Da hast du so recht, Hanna. Da hast du so recht. Prost! Wo ist eigentlich Maike? So Leute, da bin ich wieder. Das ist meine Cousine Svenja. Svenja, das sind Hanna, Sina und Leonie. Hi. Ist da noch frei? Ja, setz dich. Und ihr studiert auch alle Jura? Mhm. Genau, ja. Wir sind alle im 2. Semester. Ah, cool. Maike. Ich hole mir auch eben was zu trinken. Mag jemand noch was? Nee, danke. Passt. Und für dich noch eine Spezi? Und was, wie fandest du die Gern. Klausur, die Klausurklausur von Fächerspiel? Also, ich weiß ja nicht, aber was ist bei dir? Ja, ich fand's Alles klar bei dir, Leonie? Du bist so still. Ganz gut. Spannung knistern in der Luft, die Worte fehlen, was ist passiert? Vor einem Wimpernschlag war alles gut, doch jetzt steh ich nur neben mir. Ich kann es nicht erklären, auf Sonnenschein da folgt es Sturm, der durch mein Leben fegt, ist sowas fair. Niemand hat mich vorgewarnt, niemand hat mich kurz gefragt, hätt ich's erlaubt, wenn's so gewesen wär. Denn deine funkelgrünen Augen haben mich direkt durchschaut, da hilft kein Klagen und da hilft kein Flehen. Denn deine funkelgrünen Augen trafen mich mitten ins Herz. Wie könnte ich ihnen nur widerstehen? Was passiert ist, Cheers! Cheers. was noch kommt, das kann mir nicht noch egal. Und was machst du, wenn du nicht studierst? Ich fotografiere. Echt? Cool. Und eher Natur oder eher Menschen? Natur. Ach, schön. Ich lieb's ja voll, in der Natur zu sein. Berge. Ja. Bietet sich ja hier auch ganz gut an. Das stimmt. Hast du einen Lieblingsort? Weiß nicht. In den Bergen ist ja alles irgendwie schön. Ja, aber wenn du nur noch einen wählen dürftest, welcher wäre das? Der Kreuz. Echt? Den hätte ich auch genommen. Wirklich? Ja. Das ist so wunderschön. Wir können da ja mal zusammen hingehen. Ja, sehr gerne. Gehst du oft hin? Ja, schon. Also ich habe gerade meine Ausbildung beendet zur Buchhalterin und ich sitze halt viel am Schreibtisch, weil ich in einem Verlag arbeite und das ist dann einfach der Ausgleich zur Arbeit, Bewegung. Also mindestens einmal die Woche gehe ich schon hin. Komisch, dass uns noch nie begegnet sind. Ja, echt. Lass uns doch Nummern tauschen, dann kann ich dir schreiben, wenn ich das nächste Mal da bin. Er flüstert, doch es klingt wie lautes Geschrei. Bist du fort, bleib ich stehen. Ja, ich schicke dir schnell eine Nachricht, dann hast du meine Nummer auch. Angekommen? Hat das alles keinen Sinn? Die Welt, die hat sich auf den Kopf gestellt. Deine funkelgrünen Augen haben mich direkt durchschaut. Da hilft kein Klagen und da hilft kein Flehen. Denn deine funkelgrünen Augen trafen mich mitten ins Herz. Könnte ich ihnen nur widerstehen? Leonie, gibst du mir bitte deinen Teller? Ich kann das echt nicht glauben, dass die Briten für einen Austritt aus der EU gestimmt haben.
Ich bin ja gespannt, wie lange es dauert, bis die wirklich draußen sind. Ach, Dad, müssen wir jetzt wirklich über Politik reden? Nein, müssen wir nicht. Du kannst doch gerne erzählen, wie die Mathearbeit am Donnerstag war. Genau, Julia. Erzähl doch mal, wie lief Mathe? Musst du gerade sagen, nur weil du bald durch bist mit der Schule. Erzähl doch mal, was ist dein Plan nach dem Abi? Ich werde mich für Rechtswissenschaften einschreiben. Ist das Jura? Das ist doch toll. Echt jetzt? Das ist doch was Tolles. Jura ist was Anständiges. Wie kommst du denn auf Jura? Ich dachte, du wolltest der Lehre als Fotografin machen. Ist so. Ich habe mir überlegt, was mir in der Schule am meisten Spaß gemacht hat. Und das war Recht. Da habe ich ja auch Abi drin gemacht und ich war richtig gut. Und ich will einfach nicht den Spaß am Fotografieren verlieren, nur weil ich es als Beruf mache. Und ich habe auch schon geschaut wegen MC und so. Ich habe da echt gute Chancen. Und du hast ja auch dein Praktikum in der Kanzlei gemacht und du warst total begeistert. Eben. Und da habe ich ja auch schon Einblick ins Berufsleben bekommen. Ich weiß aber auch noch, dass du nach der Arbeit immer richtig geschimpft hast, dass die so viel zu tun haben und so. Ich habe mir das gut überlegt. Meine Entscheidung steht fest. Jura ist kein leichtes Studium. Du wirst sicher vor einigen Herausforderungen stehen. Du bist ja also sicher, dass das die richtige Entscheidung ist? Leonie, gibst du mir bitte deinen Teller? Ich kann das echt nicht glauben, dass die Briten für einen Austritt aus der EU gestimmt haben. Ich bin ja gespannt, wie lange es dauert, bis die wirklich draußen sind. Ach, Dad, müssen wir jetzt wirklich über Politik reden? Nein, müssen wir nicht. Du kannst doch gerne erzählen, wie die Mathearbeit am Donnerstag war. Genau, Julia. Erzähl doch mal, wie lief Mathe? Musst du gerade sagen, nur weil du bald durch bist mit der Schule. Erzähl doch mal, was ist dein Plan nach dem Abi? Ich mache eine Ausbildung zur Fotografin. Fotografin? Okay, wow. Ich dachte, das ist nur so ein Hobby und du machst was Gescheites. Um die Fotografie richtig zu verstehen und schöne Bilder zu machen, reicht es nicht aus, Kamera zu haben und ein paar Fotos zu machen. Was ist denn mit deinem Plan, Jura zu studieren geworden? Ist so. Ich habe mir mal angeschaut, wie das Studium so aufgebaut ist. Und ich habe ja auch das Praktikum in der Kanzlei gemacht. Das war schon alles spannend. Aber wenn ich die Kamera in der Hand halte und fotografiere, dann kann ich ja nichts anderes mehr denken. Dann will ich nichts anderes machen. Du fotografierst ja auch schon so lang, bringst ja schon einiges an Erfahrung mit. Bist du dir sicher, dass das die richtige Entscheidung ist? Als Juristin, da kann man viel mehr erreichen. Man kann sich für die Gerechtigkeit in der Gesellschaft einsetzen. Ja, und als Fotografin kann ich der Welt zeigen, wie wunderschön und schützenswert unsere Natur ist. Ja, aber du wirst nicht nur Fotos von der Natur machen. Ich habe mir das gut überlegt. Meine Entscheidung steht fest. Wie du meinst. Aber die Ausbildung, die wird nicht immer so sein, wie du dir das vorstellst. Du bist dir also sicher, dass das die richtige Entscheidung ist. Lassen Sie mal die Flasche noch ein bisschen schieben und drehen. Und jetzt mir mal bitte noch einen engeren Bildausschnitt. Sehr gut. Siehst du, wie das Produkt hervorgehoben wird? Das Bild können wir nehmen. Wollt ihr eigentlich was zu trinken? Ja, gerne. Ich hätte eine Limo, bitte. Leo, magst du auch was? Ich nehme auch eine Limo. Alles klar, ich stell's euch dann auf die Theke. Und du bist also Fotografin? Das ist der Plan, ja. Und du, Kellnerin? Nee, ich mache das nur als Nebenjob, um mir das Studium zu finanzieren. Eigentlich studiere ich Politikwissenschaften. Das passt ja. Du warst ja damals auch Schulsprecherin. Und du schmeißt den Laden hier alleine? Nein, mein Chef ist nur gerade beim Getränkemarkt, weil die ein paar Sonderangebote haben. Und deine Chefin hat ihm ein paar Flaschen als Dankeschön hierfür versprochen. Also bin ich heute da. Leo, kannst du mal bitte kommen? Ich würde dir gerne etwas am Laptop zeigen. Ich muss wieder an die Arbeit. Ja klar. Hast du Lust, wann anders weiter zu quatschen? Donnerstagabend hätte ich Zeit. Ja, gerne. Hier? Ja, wieso nicht? Schau. Wenn ich hier die Helligkeit anpasse,
Genau, und so bin ich dann zur Fotografie gekommen. Krass, dass dein Vater dir mit 13 schon eine Kamera geschenkt hat. In dem Alter habe ich nur darüber nachgedacht, wie ich mich am besten schminke, damit ich den Jungs gefalle. Und wie bist du dann auf Politikwissenschaften gekommen? Also, eigentlich wollte ich Geschichte studieren. Ich habe damals auch mein Praktikum im Museum gemacht und fand das alles super spannend. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, wie mein Leben danach aussieht und das war mir dann zu langweilig. Also dachte ich, irgendwas Soziales passt mir, was mit Kindern oder alten Leuten, so Krankenpfleger oder so. Aber als ich dann gesehen habe, wie schlecht die Bezahlung ist und wie hoch die Belastung und dass es da kaum Aufstiegschancen gibt, war das auch draus. Also dachtest du, mit Politikwissenschaften ist dein Leben ereignisreich und die Bezahlung ist angemessen und du hast gute Aufstiegschancen? Ja, so in etwa. Was machst du, wenn du nicht gerade in der Uni oder in der Kneipe bist? Also, ich gehe gern feiern und ich backe total gern. Also, irgendwelche Torten mit so aufwendigen Verzierungen. Nebenbei höre ich so ein bisschen Podcast, damit ich unterhalten werde. Und Podcast höre ich auch voll gern. Ach, echt? Voll cool. Was hörst du denn da so? Das ist ja gerade so im Kommen mit den Podcasts. Meistens höre ich True Crime oder Nachrichten. Spannend. Ich habe gestern eine sehr interessante Folge gehört zur Abstimmung über den Gesetzesentwurf zur Ehe für alle Fahrzeuge. Das ist so interessant, was da alles passieren muss, bis so ein Gesetz überhaupt geändert wird. Also streng genommen wird es gar nicht geändert, sondern es gibt ein Änderungsgesetz und das ändert dann ein anderes Gesetz. Welche Stationen da erstmal alles durchlaufen werden müssen, bis es überhaupt zu einer Abstimmung kommt. Und dann ist die Änderung noch nicht mal final beschlossen. Ja, das ist ein total spannendes Thema. Darüber haben wir auch schon viel in den Vorlesungen gehört. Aber sag mal, wenn du dich so für Gesetze interessierst, wieso hast du dann nicht Jura studiert? Ich meine, deine Noten hätten doch locker dafür gereicht. Die Fotografie ist einfach meine Leidenschaft. Ich wollte viel Abwechslung und die habe ich auch schon in der Ausbildung. Und ich habe einfach nicht so Lust auf einen Bürojob. Ja, verständlich. Jetzt bin ich viel unterwegs. Wir haben Aufträge draußen und dann in Studios. Und so ein intensives Studium hätte ich, glaube ich, auch nicht gepackt. Das ganze Rechtszeug, das ist schon irgendwie spannend. Aber mehr so als Zeitvertreib, nicht als Beruf. Ja, wenn du es so sagst, dann klingt es schon so, als wäre Fotografie genau das Richtige für dich. Und ich meine, du machst ja auch einen verdammten Job. So, eure 2 Radler. Dankeschön. Aber nochmal auf mein Politikwissenschaftsstudium zurückzukommen. Also ich bin so drauf gekommen, weil der Mitbewohner meiner Schwester, also beziehungsweise... Hallo Nele, ich bin's Leo. Alles Gute zum Geburtstag. Hey, Leo, vielen Dank. Und? Hast du einen schönen Tag? Alles ein bisschen stressig. Ich bin schon den ganzen Tag dabei, was für die Party heute Abend vorzubereiten. Kommst du auch? Boah, kann ich noch nicht sicher sagen. Ich bin gerade noch draußen am See und mach die Bilder für den Sepp. Der braucht die Bilder aber so schnell wie möglich, um seine neue Bergtour zu bewerben. Ey, das macht so Spaß, hier draußen zu sein und zu wissen, ich werde für die Fotos auch noch bezahlt. Ja, aber dass du neben den ganzen Nebenjobs deine Ausbildung nicht vergisst. Und wir haben uns auch schon
ewig nicht mehr gesehen. Du hast ja recht. Aber ohne Fleiß kein Preis. Und um in der Landschaftsfotografie wirklich erfolgreich zu sein, muss ich ständig neue und spektakuläre Aufnahmen liefern. Wie du meinst. Kommst du jetzt heute Abend? Ich versuch's zu schaffen. Aber ich muss erst noch die Bilder von heute sichten und bearbeiten. Ja, kein Stress. Ich hätte es einfach nur schön gefunden, dich mal wiederzusehen. Du wirst aber nicht extra in die Stadt fahren müssen, um das hier alles aufzutischen, oder? Ja, wie oft kommt es denn vor, dass du deine schriftlichen Prüfungen mit Bestnote bestehst? Das ist mir natürlich kein Weg zu weit, um das Gelingen zu feiern. Das ist doch nur ein Ausbildungsabschluss. Mach das deiner großen Schwester erstmal nach. Hat Maxi dich jetzt eigentlich übernommen? Oder hast du was anderes gefunden? Maxi hätte mich zwar übernommen, aber ich werde mich selbstständig machen. Du machst dich selbstständig? Das höre ich ja zum ersten Mal. Ich habe einfach keine Lust auf Porträtfotos. Ich möchte Landschaften fotografieren. Wer weiß, wie lange die Natur noch so aussieht. Das muss doch wer festhalten. Und ich dachte, nach der Ausbildung hättest du mehr Zeit. Wir wollten doch auf das Podcast-Festival an der Nordsee. Das haben wir ausgemacht und dann werden wir das auch machen. Aber ich will einfach nicht mehr das fotografieren, was andere von mir wollen. Ich möchte meine eigene Chefin sein. Aber hast du dir das gut überlegt? Das ist ja auch ein finanzielles Risiko. Marianne, jetzt lass doch das Kind. Unsere Tochter hat sich das schon gut überlegt. Was sind denn die Leute? Hiermit übergebe ich das Wort an unsere Studierenden. Ich freue mich, unseren Abschlussbesten Moritz Schiller auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Frau Kaufmann. Auch ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Hinter uns liegen 7 oder mehr Jahre voller harter Arbeit und Emotionen. Zu Beginn des Studiums waren wir noch viele. Alles war aufregend. Für manche so aufregend, dass sie statt in die Vorlesung Völkerrecht in einem Seminar über wiederentdeckte Volkssagen landeten. Wir haben neue Leute. Lasst uns zusammen die Welt zu einem gerechteren Ort machen.
Auch ein Glas Sekt? Ja, gerne, danke. Na, so eine verträumte Fotografin wie dich habe ich ja noch nie erlebt. Naja, ich habe mir gerade einfach vorgestellt, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn ich mich für einen anderen Beruf entschieden hätte. Aber du bist doch jung. Die ganze Welt steht dir offen. Warum grübelst du so viel? Wenn du nicht zufrieden bist, dann brich aus. Aber heute Abend, heute bist du hier. Genieß es. Mach einfach das, was du gerne tust. Ich hoffe, das ist Fotografieren, weil meine Freunde und ich, wir hätten echt gerne ein paar richtig gute Erinnerungsfotos und wir würden uns freuen, wenn du die von uns machen würdest. Kommst du mit? Worauf wartest du? Auf den Bus. Und wohin willst du? Keine Ahnung. Hauptsache weg. Ich bin meinem Traum gefolgt. Aber die Realität hat mich eingeholt. Was war dein Traum? Ich wollte Landschaftsfotografin werden. Ich habe meine Fotografieausbildung durchgezogen. Und jetzt fotografiere ich Abschlussfeiern und glückliche Pärchen, um mich irgendwie über Wasser zu halten. Zeit für Freundschaften oder Hobbys habe ich nicht mehr. Wenn du eine Entscheidung deines Lebens ändern könntest, würdest du es machen? Spannung knistern in der Luft, die Worte fehlen, was ist passiert? Vor einem Wimpernschlag war alles gut, doch jetzt steh ich nur neben mir. Ich kann es nicht erklären, auf Sonnenschein da folgte Sturm, der durch mein Leben fegt. Ist sowas fair? Niemand hat mich vorgewarnt, niemand hat mich kurz gefragt, hätt ich's erlaubt, wenn's so gewesen wär. Denn deine funkelgrünen Augen haben mich direkt durchschaut, da hilft kein Klagen und da hilft kein Flehen. Denn deine funkelgrünen Augen trafen mich mitten ins Herz, könnte ich ihnen nur widerstehen. Was passierte, ist egal, was noch kommt, das kann mir nicht noch egaler sein. Ich bin gefangen hier in dem Moment, niemand holt mich raus, was soll das sein? Ich kann es nicht erklären, irgendwie fühle ich mich gut, dieses Gefühl ganz unten, tief in mir. Niemand hat etwas gesagt
Zum Glück hat mich keiner gefragt, sonst wär ich jetzt ja vielleicht nicht hier. Deine funkelgrünen Augen haben mich direkt durchschaut. Da hilft kein Klagen und da hilft kein Flehen. Denn deine funkelgrünen Augen trafen mich mitten ins Herz. Wie könnte ich ihnen nur widerstehen? Bist du fort? Bleib ich stehen und die Welt, die zieht an mir vorbei. Hör dich nicht mehr, hör nur den Wind, er flüstert, doch es klingt wie lautes Geschrei. Bist du fort, bleib ich stehen, spüre nicht mehr, wie die Zeit vergeht. Wenn du einmal nicht mehr bist, hat das alles keinen Sinn. Die Welt, die hat sich auf den Kopf gestellt. Und deine funkelgrünen Augen haben mich direkt durchschaut. Da hilft kein Klagen und da hilft kein Flehen. Denn deine funkelgrünen Augen trafen mich mitten ins Herz. Könnte ich ihnen nur widerstehen?